Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, einer meiner Lieblingsparteien sind ja die SPD. Dieses angebliche Bollwerk gegen rechts entlarve ich in meinen Videos, in meinen Büchern ja als Nicht-Bollwerk gegen rechts. Und meine zweite Lieblingspartei sind die Grünen. Auch da möchte ich immer wieder in Videos nicht nur Aktuelles bringen, sondern aus der Geschichte der Grünen. So seht ihr, was in der Grünen Partei für eine DNA überhaupt herrscht. Heute zu einem sehr, sehr provokanten Thema, und zwar: die Grünen riskierten Menschenleben, um ihre Jobs behalten zu können. Sehr provokativ. Es war damals ein Skandal, der aber nicht aufgedeckt worden ist. Ich habe ihn aufgedeckt in meinem Buch Die Grünen zwischen Kindersex, Kriegshysterie und Zwangsbeglückung. Um an der Regierung bleiben zu können und aus Angst vor politischer Existenzlosigkeit wurden deutsche Soldaten mit Zustimmung der Grünen Antikriegspartei in den Krieg geschickt. Am 24. November 2001, wie gesagt, ich arbeite auch die Geschichte der Grünen auf. Am 24. November 2001 votierte die Mehrheit der Grünen auf ihrem Bundesparteitag in Rostock für einen Verbleib in der rot-grünen Koalition, also Machterhalt, und für einen Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Im Leitantrag des Vorstandes hieß es noch heuchlerisch, ich zitiere: Bündnis 90 Die Grünen bleiben eine militärkritische Partei mit hoher Friedenskompetenz. Zitat Ende. Claudia Roth glänzte nach der linken Wochenzeitschrift Jungle World wieder einmal mit einem Redeschmankerl. Sie sagte, ich zitiere: Sind wir für oder gegen diesen Krieg? Diese Frage stellt sich nicht. Wir sind und bleiben eine Antikriegspartei. Zitat Ende. Eine Antikriegspartei, die gerade den Kriegseinsatz beschlossen hatte. Jutta Dietfurt, die ehemalige Bundesvorstandssprecherin der Grünen von 1984 bis 1988, sagte über ihre frühere Parteikollegin, ich zitiere: Wie immer weiß niemand, ob sie den Schwachsinn auch noch glaubt, den sie redet. Zitat Ende. Die Worte der uneingeschränkten Solidarität kam Bundeskanzler Schröder nach dem Anschlag vom 11. September 2001 und seinem Außenminister Joschka Fischer von den Grünen viel zu schnell über die Lippen. Sie waren außenpolitisch zu versiert, um nicht zu wissen, was dies letztendlich bei dem US-Kriegspräsidenten Bush bedeuten würde. So kam es, wie es kommen musste, wenn die USA im Spiel sind. Ein erneuter Krieg in Afghanistan mit deutscher Beteiligung. Die Grünen stimmten für den ersten deutschen Kampfeinsatz außerhalb Europas. Und zwar am 22. September 2001 wurde der Entsendung von bis zu 1200 Bundeswehrsoldaten im Rahmen der ISAF zugestimmt. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik und mit tatkräftiger Unterstützung der Grünen und der Genossen standen damit Bundeswehrsoldaten vor einem Kampfeinsatz außerhalb Europas. Doch damit nicht genug. Im Laufe der Jahre wurde der Einsatz ausgeweitet. Die Personalobergrenze zunächst auf 3000 Soldaten ausgeweitet. Im Februar 2010 beschloss der Bundestag, das Kontingent bis auf 5.350 Soldaten zu erhöhen. Der Grüne Ludger Vollmer entlarvt die Doppelmoral der damaligen Parteioberen. Er schrieb, ich zitiere: Für den Afghanistan-Einsatz wollte der Kanzler Klarheit, eine eigene Mehrheit. Für die meisten Grünen, auch viele Linke, eine klare Sache. Gegen den Terror musste man, wenn nötig, auch militärisch vorgehen. Ohnehin galt die NATO-Verpflichtung. Aber auch wenn man wegen des Waffeneinsatzes Gewissensbisse hatte, das Gewissen erstreckte sich ebenso auf strategische Fragen wie das Überleben der Koalition als Voraussetzung etwa für die geplanten Sozialreformen. Zitat Ende. Diese Einschätzung von Ludger Vollmer ist ein Skandal für die Grünen.
Nur um die Koalition fortführen zu können, also an der Regierung bleiben zu können und Sozialreformen durchzusetzen, wurden deutsche Soldaten in den Krieg geschickt. Menschenleben gegen Sozialreform? Der Journalist Markus Bickel schrieb, ich zitiere, ihren intellektuellen Tiefpunkt, also der Grünen, aber erreichte die Bewegung, als ihre 8 parlamentarischen Repräsentanten vor 2 Wochen das gemeinsame Vorgehen bei der Vertrauensfrage festlegten. Die Begründung lieferte der Abgeordnete Christian Siemert. Die 4 aus der Gruppe der 8, die mit Ja gestimmt haben, haben auch für diejenigen gestimmt, die mit Nein stimmen und umgekehrt. Das ist in gewisser Weise schizophren. Das kommentierte Ströbele. Zitat Ende. Jutta Dittfurt kennt noch andere Gründe und die sind genauso skandalös. Ich zitiere, viele Grüne hatten aus Angst vor der völligen politischen Existenzlosigkeit zugestimmt. Das sagte auch Ludger Vollmer, der nicht zum ersten Mal für seine materielle Existenz einen Krieg gegen andere in Kauf nahm. Zitat Ende. Markus Degerich vom Spiegel Online gab einen Einblick, wie die Frage nach Krieg und Frieden bei den Grünen und mit welchem unglaublichen Machtkalkül über das Gewissen für Leben oder Tod offenbar entschieden wurde. Ich zitiere diese Passage aus dem Spiegel. Dessen, gemeint war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, Waffenbruder Joschka Fischer hatte sich zuvor wieder mal mit aller Kraft ins Zeug gelegt. Die Schwankenden seiner Fraktion baute er vorher mit persönlicher Seelenmassage auf. Ich hatte 45 Minuten Privataudienz bei ihm, sagte die jüngste grüne Abgeordnete, Gritje Bettin, mehr als andere in ihrem ganzen Leben mit ihm gesprochen hätten, wie altgediente Grüne ihr danach versichert hätten. Verbraucherschutzministerin Renate Künast damals gesellte sich zu Bettin und versuchte zu trösten. Jetzt könne man selbstbewusst in die Haushaltsverhandlungen eintreten und Geld rausschlagen für grüne Projekte, versprach sie. Möglichst noch kommende Woche sollten grüne Unterhändler die Summen festklopfen, damit man auf dem Parteitag was vorzuweisen habe. Nein, das ist kein Schmerzensgeld, sondern der Versuch, grüne Politik durchzusetzen, redete sie der jungen Abgeordneten Mut zu. Es gehe weiter mit Rot-Grün. Zitat Ende. Diese Szene zeigt, wenn sie sich so zugetragen hat, wie der Spiegel-Journalist geschrieben hat, eindeutig, wie gewissenslos die damalige Grünen-Fraktion Abgeordnete für das Ziel beeinflusste, deutsche Soldaten nach Afghanistan in einen Kriegseinsatz zu schicken. Hätten die grünen Abgeordneten nicht für den deutschen Kriegseinsatz in Afghanistan gestimmt, wäre die rot-grüne Koalition zerbrochen und viele der grünen Politiker ihre Ämter los gewesen. Wie Renate Künast dann auch noch versuchte, das Ja für den Kriegseinsatz mit Geld aus den Haushaltsverhandlungen zu vermengen, ist für mich mehr als perfide und demaskiert die grünen Moralapostel und Scheinheiligen einmal mehr. Aus einer pazifistischen Oppositionspartei wurde eine interventionalistische Regierungspartei. Das Überleben der Koalition bedeutet für mich unbedingt an der Macht zu bleiben und an Pöstchen kleben zu wollen, koste es, was es wolle, dazu Tote in Afghanistan hinzunehmen, um in Deutschland Sozialreformen durchsetzen zu können. Das ist, ich wiederhole, das war skandalös. Übrigens wurde der ISAF-Einsatz 3-mal verlängert mit den Stimmen der Grünen. 2006, 2007 erwogen manche grünen Außenpolitiker sogar die deutschen Stabilisierungskräfte, das ist für mich Volksverdummung, für Kampfeinsatztruppen statt Stabilisierungskräfte, der ISAF zu Kampfeinsätzen abzukommandieren. Ludger Vollmer, ich zitiere, Friedenspolitik als identitätsstiftender Imperativ
der Parteigründung schien vergessen worden zu sein. Zitat Ende. Jutta Dietfurt sagte damals, es gilt, das kann man auch heute noch sagen, ich zitiere, Krieg ist dank der Grünen ein Mittel der Friedenspolitik. Zitat Ende. Mein Fazit, der lange andauernde Krieg in Afghanistan, der mit Einwilligung der Grünen für einen deutschen Militäreinsatz vom Bundestag legitimiert wurde, kostete Hunderttausende von Menschen in Afghanistan das Leben. Die Friedens- und Umweltpartei hat für mich aber auch mit zu verantworten, dass die Folgen dieses Krieges, die Einschränkung der Bürgerrechte im eigenen Land und zahlreiche Menschenrechtsverletzungen in den Kriegsgebieten sind. Dazu kommen die vielen Hunderttausenden Flüchtlinge. Genau das, was die Grünen immer ablehnten, ist eingetreten. Denn die Profiteure des Afghanistanskrieges waren vor allem die Rüstungsindustrie und private Sicherheitsunternehmen. Auch Umweltbelastungen stiegen, denn im Krieg steigt der Treibstoffverbrauch, werden Gifte verbreitet, das Wasser mit Öl und Giften von Waffen belastet und nicht zuletzt abgereichertes Uran durch die Munition in die Umwelt abgeladen. Und das alles ausgerechnet mit großer Unterstützung durch die Moralapostel und ehemaligen Antikriegspartei und Friedenspartei der Grünen. Daran hat sich nicht viel geändert, sehen wir am Ukraine-Krieg. Soweit der Ausflug in die Geschichte, all das habe ich dokumentiert mit allen Quellen in meinem Buch Die Grünen. Es ist ein Longseller, das Buch ist schon über 40.000 Mal verkauft worden, ein Longseller. Hier lest ihr alles über die Grünen, auch für mich das wichtigste Kapitel über die Kinderliebe und Grünen, wie sie versucht haben, Kinderliebe zu legalisieren. Für mich ein absoluter Skandal. Und der diese Partei wählt, muss sich dem Vorwurf auseinandersetzen, warum er eine Partei wählt, die früher für die Legalisierung von Liebe mit Kindern war. Ein unglaublicher Eklat für mich. Ich möchte noch auf mein neues Buch hinweisen, Deutschland muss vernichtet werden. Es ist ein Zitat von Kaufmann, Theodor N. Kaufmann, Germany Must Perish. Es ist also kein Titel, den ich erfunden habe, sondern es ist ein Zitat. Damals gab es verschiedene Vernichtungspläne, Deutschland zu vernichten. Alle diese habe ich hier aufgeführt. Alle Massaker, KZs, in denen Deutsche eingesperrt wurden, Massenvergewaltigungen, Luftbombenterror, alles ist in diesem Buch drin, bis zur Grenzöffnung, bis zur heutigen Zeit. Ich habe alle Statistiken über Ausländerkriminalität, Migrantenkriminalität, Messerangriffe, alles das habe ich in diesem Buch drin. Es ist ein Panoptikum von über 100 Jahren, 100 Jahre Vernichtung der Deutschen. Es ist ein Andenken an unsere Opa und Oma. Kauft euch dieses Buch, wenn es euch das Thema interessiert. Abonniert mich auch bei Telegram, es ist wichtig. Ich bin jeden Tag mehrfach bei Telegram, habe kleine Videos, Audionachrichten und so weiter und so fort. Also wenn ihr an meiner Arbeit interessiert seid, schaut nicht nur YouTube, sondern Telegram. Beides zusammen. Und ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf michaelgrant.de abonnieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.